Ja, hallo Motortalker. Ich melde mich mal jetzt hier mit einem kleinen neuen Video. Es geht auf zu Tesla. Natürlich stilecht im eigenen Elektroauto. Vorgeschichte war, ich habe ja vor einiger Zeit als einer der ersten schon eine Vorbestellung laufen gehabt für ein Tesla Model S. Da war die europäische Vertretung noch nicht mal aktiv in Holland und das ist auch einer der Gründe, warum ich dann die Bestellung schlussendlich annulliert habe, weil das alles andere als reaktiv und positiv war, was man mit den Jungs am Anfang erlebt hat. Naja, schlussendlich, es hat sich alles zum Besseren gewendet und Betreuung ist also mittlerweile sehr, sehr gut. Und auch heute, ich wurde also eingeladen, weil die jetzt gerade heute und morgen in Toulouse sind und nächste Woche in Bordeaux mit ein paar Model S. Und ich darf sogar 3 Leute meines Vertrauens mitnehmen. Ja, schauen wir mal, wie sich das Ding fährt, anfasst und so vom Handling her ist. Also ich bin mal ganz gespannt. Donc voilà la tablette 17 pouces, ce qui reste quand même une prouesse technique, puisqu'aujourd'hui on est les seuls sur le marché, tout marché confondu, hormis certains bateaux extrêmement coûteux où on va avoir une tablette 17 pouces. Silence de fonctionnement. Mais là, je suis impressionné parce qu'il n'y a même pas les pompes à vide qu'on attend comme chez les enfants. Alors ça, c'est les enfants. Faut pas tâcher. Pour la levée, ça marche. Oui, ça c'est la... Quand on en sortit, hein. Oui. Alors ici, c'est les deux seuls boutons qu'on a. C'est les warnings et l'ouverture de la boîte à outils. J'aime bien quand c'est bien rangé. Ça, c'est, Donc on s'arrête complètement, on part les roues bien droites, on tient son volant et d'un coup on écrase l'accélérateur, mais écrasé hein, vraiment, sans pitié. Ouais, c'était le son. Voilà. Une voiture électrique c'est aussi du plaisir. Il dit ça avec un petit sourire. Ouais. C'est la Tesla banane. Ça vient d'apparaître sur l'écran et si tu n'as plus de clignot, ça disparaît. C'est bien. C'est net, c'est propre. Et au niveau récupération, on est là en mode le plus normal, élevé. exactement. Ouais. Bah, c'est ce qui est agréable même. Ouais. Vous avez 600 Nm de couple. On les sent. Hein. Et le truc bien, déjà sur le Roadster, c'est impressionnant. Ça accélère, il n'y a pas de coupures, il n'y a pas de changement de vitesse. C'est juste comme linéaire. tirer un ruban. Alors j'ai mis la musique pour faire écouter le système hi-fi. Nous fabriquons notre propre système hi-fi.
ici. Et c'est fini. Ouais. On dirait une Porsche. Plus 110 litres dans ce pourcent. Et où le moteur? Ne filmez pas, c'est pas cool. Ja, das Tesla Model S in der Performance Plus 85 Wattstunden Version, also Kilowattstunden Version, hat mich noch mehr überzeugt als der Tesla Roadster, was ja nicht jetzt unbedingt so überraschend ist, weil es ist technologisch das neuere Auto. Beschleunigung 4,2 Sekunden von 0 auf 100 für das Performance Plus Modell. Ja, da denkt man wirklich, weil es wirklich ohne Unterbrechung passiert, das Gehirn des Fahrers liegt dann irgendwann hinten in der zweiten Sitzreihe. Verarbeitung erstaunlich gut. Hab ich jetzt gedacht, nach den ganzen Dingen, die man so im Web liest, wäre das eben halt typisch amerikanisch und so ein bisschen nur oberflächlich und an den sichtbaren Ecken toll, so nach dem Motto außen hui, innen fui. Absolut nicht. Also die Carbon-Oberfläche von dem Interieur war erste Sahne. Die ganzen Schalter und die Oberflächen, das wirkte alles sehr, sehr wertig. Und auch Innenraum, so Dachhimmel und das alles und die Nähte der Sitze und der Armaturenbrettverkleidung. Das kann man echt nicht meckern. Interessant vor allen Dingen auch der zur Verfügung stehende Stauraum. Vorne und hinten, vorne der Frunk und der dann doch recht tief ist, muss man sagen. Also das, was man bei einem Porsche maximal als Kofferraum hätte, hat man da dann so als Gimmick oben rein vorne. Ja, und hinten der große Kofferraum mit den beiden ausklappbaren Notsitzen. Sehr, sehr interessantes Konzept. Sehr viel Platz auch auf der Sitzbank hinten. Trotz meiner Größe konnte da hinter mir mein Bekannter sitzen, der also genauso groß ist wie ich, ohne dass er jetzt irgendwie mit den Knien irgendwo anstößt. Tja, schickes Auto und es demonstriert wirklich, was heute technisch machbar ist. Es ist so eine Art Vorreiter. Interessant auch mal dann live und in Farbe zu sehen, wo überall Mercedes-Technik in dem Wagen drin steckt. Also alle Lenkstockschalter und die Fensterheberbedienung, das ist aus der E-Klasse übernommen. Auch einige weitere Komponenten unter dem Blechkleid. Auto gut, Produkt gut, super. Also man ist hin und weg, muss man machen. Aber die Art und Weise, wie hier der Wanderzirkus von Tesla über die Dörfer zieht, das ist irgendwie so ein Ding, weiß ich nicht, ich bin zweigeteilt. Wenn ich jetzt Gehirnchirurg bin und habe 120.000 Euro in der Tasche, dann würde ich das nicht unbedingt auf den Kopf hauen wollen nach so einer komischen Testfahrt. Weil ich kam an in dem Casino, das ist also ein Spielcasino hier in Toulouse, bin nach oben gefahren mit dem Fahrstuhl und am Tresen, ja, Tesla-Testfahrt, wie, was bitte? Die waren also überhaupt nicht eingeweiht und weit und breit nicht mal ein füpseliger Tesla-Aufsteller. Ja, und oben stand nur irgendwie ein Nissan Leaf von irgendeinem ortsansässigen Ladesäulenaufsteller. Ja, das wäre da. Aber in keiner Weise irgendwie weder rot gekleidete Tesla-Menschen oder Messehostessen. Nicht, dass ich das brauche, aber man hat sich ein bisschen verloren gefühlt. Und dann, ja gut, habe ich erstmal was Mittag gegessen, runtergelaufen und dann waren da die beiden Leute irgendwann. Ja, und im Nachhinein noch ein paar Fragen geklärt. Ja, nicht so sehr interessiert. Weiß ich nicht. Vielleicht läuft das ja woanders oder überhaupt in Deutschland anders als hier bei uns in Frankreich mit den ganzen Testfahr-Events. Aber man fühlt sich nicht gepampert. Aber vielleicht ist das ja auch gewollt. Keine Ahnung. Ich stecke da so ein bisschen in der Zwickmühle. Egal. Wollte ich nur mal so mitteilen. Ja, wie dem auch sei. Hier in Frankreich kostet das kleine Modell vom Tesla Model S dank Subventionen um die 60.000, 61.000 Euro. Und damit kommt man langsam in Gefilde, wo man sagt, okay,
statt einer E-Klasse oder so etwas, was von der Größe her das gleiche ist, hole ich mir lieber das Ding. Weil lege ich 2300 Euro drauf, habe ich mein Leben lang den Supercharger mit drin. Ja, und die ganze 3G-Internetanbindung von dem 17 Zoll Display ist dann auch gleich mit dabei. Ja, ist zu überlegen. Ich hoffe, dass es in anderen europäischen Ländern dann auch mal so weit kommt, dass hier ähnlich, also dass dort auch ähnlich hohe Subventionen gezahlt werden an elektromobilitätsinteressierte Leute wie hier in Frankreich. Ja, abwarten.